mention, noch eines möchte ich erwähnen. Sir Isaac Newton even got on into this. Sogar der berühmte Isaac Newton hat damit gemacht. In the early 1700s, he predicted that it will be 2060 based on calculations he made in Daniel. Hat uns was nachgerechnet auf Daniel und gesagt, dass im Jahr 2060 die Welt zu Ende ist. But there's a reason he actually made this prediction. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fanciful men who are frequently predicting the time of the end, and by do so bring the sacred prophecies into discredit as often as their predictions fail. Sagte, es geht ihm gar nicht darum, ein bestimmtes Datum zu sagen, sondern um einfach mal ein Ende zu bringen zu all diesen anderen Vorhersagen, die immer wieder falsch bewiesen werden. Okay? So, that's all an exercise, because Thessalonians talks, it's one of the main issues, is talking about this end time stuff. Genau, die Verknüpfung ist jetzt in Thessalonicher, in 1. Thessalonicher geht es ganz viel um diese Endzeitgeschichte. Matthew, just give me 1 minute, because I'm hacking up an SBS teaching, so I gotta pick and choose what I'm not gonna do. Let me see which one. All right, quick note. Eine kurze Anmerkung. Again, we talked about the relationship and how the church was formed. Wir haben uns schon Paulus Beziehung zu dieser Gemeinde angeschaut, wie die Gemeinde gegründet wurde. Paul's usually kind of the main man. Paulus ist normalerweise so die Hauptperson hier. And then in the letters, it's Paul writing, and sometimes you have Timothy or Silas or so and so, but it's clearly Paul speaking. Bei den Briefen dann ist es immer Paulus, der spricht, und manchmal heißt es ja, und Timotheus ist dabei, oder Silas oder so. But Thessalonians is a little bit unique because remember, Paul had to keep going, and it was Timothy and Silas that were left behind to really continue the discipleship process. Thessalonicher ist jetzt hier ein bisschen einzigartig, weil ihr wisst noch, Paulus musste sofort weiterziehen und Silas und Timotheus wurden dort zurückgelassen, um den Prozess weiterzumachen. And so how he really writes is 54 times, this is probably the ESV version, but 54 times the word we appears. Und in meiner Bibelversion taucht 54 Mal das Wort wir auf. And then another 21 times the word us appears. Und 21 Mal das Wort uns. And then it's only 4 times that specifically I, Paul, is mentioned. Und nur 4 Mal sagt Paulus spezifisch ich, also ich, Paulus. So it's neat because there you're seeing the relationship. It's not just Paul, the main guy. It's actually these 3 guys together are their spiritual fathers. Und es ist cool, dass man dann diese Beziehung erkennen kann, dass nicht nur Paulus ist, der die Hauptperson ist, sondern es ist diese 3 Männer zusammen, die ihre geistlichen Väter waren. And he puts a theme into this, which is a common kind of Greek philosopher thing, but imitate us. Und das ist ein bestimmtes Thema, was Paulus hier benutzt, aus der griechischen Philosophie, und das heißt, ahmt uns nach. So their example is how they lived among them. How the apostle lived among Die them. Menschen sie als Beispiele sehen sollten, wie sie unter ihnen gelebt haben. All right. Do you remember the feeling, the tone, the atmosphere of Galatians? Erinnert ihr euch an die Gefühlslage im Galaterbrief? Oh, you foolish Galatians, who has bewitched you? Ihr unverständigen Galater, wer hat euch so den Kopf verdreht? Well, the atmosphere here is quite different. Die Atmosphäre hier ist ziemlich anders. When you get, I don't know if you've read it yet, but when you get around to it, pay attention to the feeling of the letter. Achtet mal darauf. Yeah, they read it. Yes, Okay, you read the letter? It's very loving, it's very caring, it's tender. Es ist ein Brief, der sehr liebevoll ist, sehr sanftmütig. It's assuring and praising. Sie werden ermutigt, sie werden gelobt. And you can compare that again to the Galatians. Was für ein Kontrast zum Galaterbrief. All right? And Paul describes how he was among them. Paulus beschreibt, wie er unter ihnen war. He was suffered and mistreated.
He was entrusted and he pleases God, not flattering, etc. Er hat dort gelitten, er wurde dort schlecht behandelt und es geht ihm nicht darum, dass er selbst irgendwie Ehre für sich bekommt. I think this is chapter 2, verse 7. In Kapitel 2 sind diese Versangaben hier, also 2, Vers 7. I have been chosen as a preacher, apostle, teacher, Gentiles. Oops, sorry, just hit the wrong book. 1 second. As apostles of Christ, we certainly had the right to make some demands of you, but instead we were like children among you, or like a mother feeding and caring her own children. We loved you so much that we shared with you not only God's good news, but our own lives too. In 2 Vers 7 schreibt Paulus, als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Okay. So there's this image he uses. Dieses Bild, was er hier benutzt, And depending on the translation, it's either like a nursing mother or a reference to a wet nurse. das kann übersetzt werden als eine Mutter, die ihr Kind stillt, oder auch als eine Hebamme, die ein Kind stillt. So not really sure how to translate it, but in either case, because if you don't know what a wet nurse is, it's another woman that would care for a child like a nanny, but she would also actually breastfeed it as well. Wie so eine Mutter, eine Frau, die kommt und der Mutter hilft dabei, das Kind zu erziehen, aber auch selbst dieses Kind stillt. And this wet nurse would also be highly educated and be very close with the child. Dadurch baut sich natürlich auch eine sehr enge Beziehung auf zu dem Kind. So the highest quality for a wet nurse at this time was one that's educated and known for being very gentle, for having the quality of gentleness. Und solche Hebammen hatten am meisten Ansehen, wenn sie eine gute Erziehung hatten, eine gute Ausbildung und gleichzeitig auch sehr sanftmütig mit dem Kind umgehen. Many of these wet nurses would be technically slaves, but when the child would grow up to become the master of the household, again this is wealthy families, it was pretty common for that child then to set the wet nurse free because they're as close as a mother. Es waren oftmals Sklavinnen, die diese Aufgabe hatten, aber wenn dann das Kind erwachsen wurde und selbst zum Besitzer des Haushalts wurde, dann wurden sie oftmals in die Freiheit entlassen, weil die Beziehung zu ihm so nah war wie zu einer Mutter. So Paul's comparing himself to like a wet nurse. Mit so einer Person vergleicht sich Paulus hier. And he's doing this to, in contrast to the Greek teachers that I mentioned. Und das tut er, um zu zeigen, wie anders er ist als diese griechischen Lehrer, von denen ich erzählt habe. A guy named Dio Chrysostom, a Greek public speaker and writer, lived about the same time as Paul. Zu Paulus Zeit lebte Day2, ein Orator und Schreiber, der auf Griechisch auftrat. And described these philosophers, teachers, as being of error, impurity, deceit, flattery, love of honor, and the love of money. Er beschrieb diese falschen Philosophen und Lehrer und sagte, sie haben Falschheit verbreitet, sie waren unrein, sie haben Leute betrogen, sie haben Leuten geschmeichelt und sie strebten ständig nach Ehre und nach Geld. And they also feared insults and rejection of the masses. Sie hatten eine große Menschenfurcht, sie hatten Angst, dass die Massen ihnen nicht mehr hinterherlaufen. And he said true philosophers were gentle like a nurse. Dagegen schrieb er, sind echte, wahre Philosophen sanftmütig, wie so eine Leihmutter. And they spoke in boldness even in the face of opposition, and they considered flattery as bad for the hearer. Sie haben mutig gesprochen, selbst wenn ihre Worte nicht angenommen wurden, und sie empfanden es als schlecht für den Hörer, wenn sie ihn geschmeichelt hätten. So again, with the story of Paul kind of going have to leave, he kind of could be maybe misunderstood as another one of these Greek teachers that basically would have taken their money and run. Bei Paulus war es ja so, dass er vielleicht falsch angesehen würde, als einer dieser griechischen Lehrer, der einfach ihr Geld genommen hat und dann abgehauen ist. He's actually showing, no, I cared for you
I did my own job, I made my own money, I didn't charge you, and I'm gentle among you. So within their culture, he'd understand what kind of teacher he was. Und er zeigt ihnen aber hier, nein, ich habe mich selbst versorgt finanziell und ich habe mich um euch gekümmert, um ihnen zu zeigen, was für ein Lehrer er war. Quick. So this is a little bit happens in chapter 3. Hier sehen wir ein bisschen etwas zu Kapitel 3. It's kind of a little bit of a, we're going to tell you about a chiasm. Die Struktur darin ist so wie ein Chiasmus. You guys covered that? Have you heard the word chiasm before? Okay, so it's, in a sense, the concept is a chiasm here. Also die Struktur ist wie ein Chiasmus aufgeteilt. So Timothy is sent to encourage and strengthen and find out about their faith. Timotheus wurde geschickt, um sie zu ermutigen und ihren Glauben zu stärken. Because the apostles are concerned that their faith is failing. Denn die Apostel machten sich Sorgen darüber, dass ihr Glauben am Wanken ist. Timothy finds out and reports back that the Thessalonians are strong in their faith. Dann findet Timotheus heraus und berichtet, dass die Thessalonicher stark sind in ihrem Glauben. So the apostles are encouraged by their faith. Jetzt werden die Apostel ermutigt durch ihren Glauben. And they pray that their faith is strengthened. Und sie beten dafür, dass ihr Glauben noch weiter gestärkt wird. Again, they're under persecution with little discipleship, so there's a concern. Denn diese Gemeinde befand sich ja in einer Situation der Verfolgung und es gab wenig Gelegenheit zur Jüngerschaft und deswegen machten die Apostel sich diese Sorgen. So we're going to start answering some of the questions the church has. Und dann fängt Paulus an, ein paar Fragen zu beantworten, die die Gemeinde hat. This is where I usually play some of the Left Behind movie, but we don't really have time for that one. Hier spiele ich dann manchmal ein Teil des Left Behind Films ein. Play it after 12:30 if you really want to see. In der Mittagspause anschauen, wenn ihr unbedingt wollt. Alright, so let's get into some of this crazy stuff. Schauen wir uns ein bisschen von diesem verrückten Material. So we're in chapter 4, I believe. Jetzt sind wir in Kapitel 4, glaube ich. So Paul begins to address concerns of the second coming. He apparently has taught them some about the second coming, but they seem to have questions. Anscheinend hatte Paulus ihnen etwas über die Rückkehr des Herrn erzählt, aber sie hatten noch viele Fragen dazu. So obviously we don't know exactly what Paul did or didn't teach the Thessalonians when he was there. Was genau Paulus ihnen schon weitergegeben hat und was nicht, das wissen wir natürlich nicht. And obviously the two letters we have are just one half of the conversation. Und die beiden Briefe, die wir von Paulus an die Thessaloniker haben, sind natürlich auch nur Paulus' Seite der Kommunikation. So, but we have some evidence from a good idea from Jewish beliefs at the time of his writings. Aber wir haben ein ganz gutes Verständnis davon, was die Juden zu der Zeit glaubten über so Dinge. So this is a very basic run-through for the sake of Thessalonians. Gehen wir hier also ganz kurz durch. The Jews at the time were looking for the kingdom of God to come. Die Juden zu der Zeit warteten darauf, dass das Königreich Gottes anbricht. They'd been under the rule of others for several hundred years after their exile. Jahrhundertelang hatten andere Völker sie beherrscht nach ihrem Exil. From the prophets, they believed the Messiah would come and rescue them from the unjust of the earth. Aber aus den Propheten wussten sie, dass Gott einen Messias schickt, der sie rettet von den Ungerechten auf der Erde. With the Messiah, God's kingdom would come, the dead would be resurrected, with the soul being rejoined to the resurrected body. That was a lot. Mit dem Messias kommt Gottes Reich und die Toten werden auferweckt und ihre Seelen verbinden sich wieder mit ihrem auferweckten Körper. Then the living and the dead would be judged. Dann werden die Lebenden und die Toten gerichtet. Paul still held these beliefs with the revelation of Jesus being the Messiah. Paulus hatte auch weiterhin diese Meinung, aber mit dem Zusatz, dass Jesus dieser wieder auferstandene Messias ist. Of course, Jesus didn't fully bring the kingdom of God to earth just yet. Natürlich hat Christus Gottes Reich noch nicht komplett oder in seiner ganzen Fülle auf die Erde gebracht, Jesus had begun the process and was the first to be resurrected. sondern Jesus hat den Prozess begonnen und war dann der Erste, der auferstanden ist. Jesus left his disciples to make disciples of all the nations until the end of the age. Dann hat Jesus seine Jünger verlassen und hat ihnen aufgetragen,
Menschen zu Jüngern zu machen bis zum Ende der Welt. So Paul believed that they were in this, what we call the age of tension between the previous age as ending and the new one that will come. Paulus glaubte, dass sie sich in dieser Spannungszeit befanden, zwischen dem bisherigen Zeitalter und dem neuen, das dann anbricht. So let's go over some symbolism here. Schauen wir uns ein paar Symbole an. And this is mostly Old Testament stuff that kind of transfers over. Das ist hauptsächlich Zeug aus dem Alten Testament, was für sie noch wichtig war. As Kristen was in, there's trumpets. Genau wie Christoph und Anna gesagt haben, You all mentioned trumpets. Trumpets are used in battle, including initial call to begin the battle. Trompeten wurden als Signale in einer Schlacht verwendet. And then you have Michael, the archangel. Dann gab es den Erzengel Michael. Was Israel or God's people's guardian. Jesus seems to take the primary guardian in this passage, but Michael is still there. Ist so der Wächter über Gottes Volk. Jesus was bringing. Okay, so typically Michael is the symbolism of being the protector of God's people, Israel. And the next, but in this particular passage in 1 Thessalonians 4, Jesus is more taking that role, but Michael is still present. In Thessalonicher 4 wird Jesus als derjenige gesehen, der über sein Volk wacht, aber auch Michael spielt da irgendwie noch eine Rolle. And you have God descending in the clouds. Gott, der niederfährt in den Wolken. Was a symbolism of God's judgment coming on earth. Das stand symbolisch dafür, dass Gottes Gericht über die Erde kommt. This is an ancient motif of God's judgment. Das war ein altes Motiv dafür, dass Gottes Gericht jetzt kommt. Behold, he comes riding on the clouds. Yeah. Be careful when you sing that song, because you're saying, God, come and judge us. Wenn wir dieses Lied singen, wie Gott wiederkommt auf den Wolken, dann bedeutet das eigentlich aus dem Alten Testament, dass Gott mit seinem Gericht kommt. Warning: if you study the Bible too much, it will ruin a lot of worship songs for you. So geht es einem mit vielen Lobpreisliedern, wenn man die Bibel viel studiert hat. You have no that. No. Huh? I missed that. Yeah. So there's a lot out there. We'll get into that, but I always laugh at that one. Anyways, there's lots of them. But behold, he comes riding on the cloud. That's one example. There's lots of others out there. Yeah, they're just silly. The Song of Solomon worship songs. Lieder aus dem Vorlied der Liebe. It's embarrassing. Anyways, all right. So the other term we have in here is the day of the Lord, or that day. Noch ein wichtiger Begriff, der hier auch vorkommt, ist der Tag des Herrn oder jener Tag. You might have saw that in the Old Testament. It's again used for God's judgment. Etwas, was ihr natürlich aus dem Alten Testament kennt, das steht auch für Gottes Gericht. And so in the New Testament, it's used referring as the second coming. Im Neuen Testament ist das ein Hinweis auf Jesus Wiederkehr. So let's look at, kind of deduced some of the questions that I think Paul's answering from the Thessalonians. Und lasst uns mal anschauen, was wir hier erkennen können. Welche Fragen beantwortet Paulus hier den Thessalonichern? Okay. So the first one. What about those who have already died? Was ist mit denen von uns, die schon gestorben sind? So the church has seemed to have already lost some members, either by natural or kind of small possibility, but possibility maybe martyrdom and persecution. Es scheint, dass schon mehrere Gemeindemitglieder gestorben waren, vielleicht aus natürlichen Gründen, möglicherweise auch der eine oder andere infolge dieser Verfolgung. The church is worried about those who have missed the hope of Jesus coming by dying. Und die Gemeinde macht sich jetzt Sorgen, was ist mit denen, die schon gestorben sind und damit nicht mehr am Leben sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Again, remember the Greek pagans have a pretty hopeless view of death. Und behaltet das im Kopf, was für ein hoffnungsloses Bild vom Tod die Heiden hatten. Had their friends and family who had believed but died missed the whole glorious hope and resurrection. Kann es jetzt sein, dass ihre Freunde, ihre Familie, die gestorben war, diese tolle Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit verpasst haben? And to simply put, Paul's answer is Jesus died and was raised. Paulus Antwort, ganz
Einfach ausgedrückt ist, Jesus ist auch gestorben und wieder auferstanden. If God can and has raised the Son, He can and will raise others who have died. Wenn Gott dazu in der Lage war, den Sohn wieder aufzuerwecken, dann wird er auch die anderen auferwecken, die bereits gestorben sind. They haven't missed anything, they will still be resurrected. Sie haben nichts verpasst, sie werden auch auferweckt werden. In fact, Paul believes the dead will be raised to join Jesus before the living. Paulus glaubt sogar, dass die Toten auferweckt werden und mit Jesus gemeinsam sind, noch bevor die Lebendigen drankommen. And after this, the living will be caught up with him. Und danach kommen auch die Lebenden dazu. Okay, I learned recently and had time to put this in by a kind of scholarly guy over in Dresden, that's one of the pastors of the church. And he said outside the city, there was something called the City of the Dead. Ich habe mit einem Pastoren in Dresden gesprochen, der ziemlich viel dazu weiß, und er sagte, außerhalb der Stadt gab es einen Ort, der hieß die Stadt der Toten. And so, again, this idea of Jesus coming as a new conquering king. Diese Vorstellung, dass Jesus kommt als erobernder König. And depending how you came in the city, you'd walk through the graveyard, the city of the dead, before you get to the city. Und ein Weg in diese Stadt hinein führte durch diese Gräberstadt, die Stadt der Toten. So Paul's using this image of the new conquering king coming to the city, and he first enters the city of the dead. Und es kann sein, dass Paulus dieses Bild vor Augen hatte, dass der König kommt zur Stadt und zuerst kommt er durch diese Stadt der Toten. And they're raised up to join him. Und die Menschen werden auferweckt, um ihm zu folgen. And then they enter the city, and then the city of the living join it. Und dann ziehen sie ein in die Stadt und die Stadt der Lebenden folgt ihm dann auch nach. Okay, so that's kind of the cultural picture Paul's painting. Das ist so dieses kulturelle Bild, was Paulus hier zeigt. And adding kind of the spiritual element to it. Mit diesem geistlichen Element dazu. All right, and somebody asked me, yes, you asked me about the whole rapture thing. Simba, du hast gefragt, was ist mit der Entrückung? Okay? In the Greek, it uses this term, caught up together with him in the clouds. Und im Griechischen heißt es mit ihm 17. In die Wolken hinaufgehoben zu werden. In die Luft. Und dem Herrn zu begegnen. Okay. And so in the Greek, the word is harpazio, Das griechische Wort dafür ist harpazo, which means to seize or to carry off by force or to snatch out or away. das bedeutet, jemanden zu verschleppen oder mit Gewalt davonzutragen. In Latin, it's translated into rapimur, Im Lateinischen wurde das übersetzt in rapiemur, which got translated into English to rapture. und im Englischen ist es jetzt rapture, auf Deutsch entrückt. So for those of you who heard of rapture, this is where that concept comes from. Also da kommt dieses Konzept der Entrückung her. So the common Jewish belief about the resurrection is that God would come down from the higher heavens and meet his people in the lower atmospheres, or the air. Viele Juden glaubten, dass Gott den hohen Himmel verlässt, um seine Leute dann zu treffen in der niederen Atmosphäre, sozusagen in der Luft. Okay, so in a couple days we'll talk about kind of their spiritual worldview of the earth and those layers in heavens, and so it's this idea of kind of meeting in the middle. In ein paar Tagen sprechen wir über ihre Ansicht der geistlichen Welt, wie es da verschiedene Schichten gab im Himmel. So Paul applies this to Jesus coming down and meeting him. Und Paulus schreibt hier darüber, wie Jesus nachkommt und sie dort trifft. But we need to talk about modern day rapture beliefs for a moment. Lass uns aber kurz darüber reden, was heute Menschen über die Entrückung glauben. There's a lot of talk in the Christian world and books and movies and teachings and on ago about the rapture. Es wird viel darüber geredet in der christlichen Welt. Es gibt viele Bücher, Filme und so weiter über die Entrückung. And one of the common things we hear and see is the sudden rapture when all the Christians just suddenly disappear and you got the clothes and airplanes falling out of the sky and yada yada yada. Und dann gibt es diese verbreitete Vorstellung, dass es so plötzlich passiert, dass plötzlich die Menschen ihre Kleidung zurücklassen oder Flugzeuge vom Himmel stürzen und so weiter. This is based on something called secret rapture.
Und diese Vorstellung, die nennt sich die geheime Entrückung. And I want to tell you something, this belief is only about 180 years old. Diese Vorstellung entstand aber erst vor 180 Jahren etwa. For most of church history, this thought just didn't exist. Im Großteil der Kirchengeschichte existierte diese Vorstellung überhaupt nicht. It apparently started from a 15-year-old girl who had some visions at one point. Scheinbar fing es an mit einer 15-jährigen jungen Dame, die ein paar Visionen hatte. And I believe this is in England. In England, wenn ich mich nicht irre. Through her pastor was connected with a man named John Darby, who wrote about it. Ihr Pastor kannte einen Mann namens John Darby und der hat dann darüber geschrieben. And his writings influenced a man named Cyrus Schofield. Und was er geschrieben hat, das hatte einigen Einfluss auf einen Mann namens Schofield. And he wrote a famous study kind of commentary Bible who wrote the Schofield Study Bible. Und er hat eine ganz berühmte Studienbibel herausgegeben, die Schofield Study Bible. You can still find these out there, they're still in print. Die kann man immer noch finden, die werden immer noch gedruckt. His Bible was printed in Oxford in 1909 and sold 1 million copies by 1930. 1909 kam es raus in Oxford und bis 1930 wurden 1 Million Exemplare verkauft. So resulting in the theology being firmly established in Bible schools and churches. Und diese Studienbibel sorgte dafür, dass diese Theologie in vielen Bibelseminaren und so weiter verbreitet wurde. The secret rapture is connected with certain particular views of end times. Diese geheime Entrückung, die plötzliche Entrückung, die ist verbunden mit bestimmten Ansichten, was das Ende der Welt angeht. Which you will imagine counter a little bit next week with Revelation. Und davon werdet ihr nächste Woche mit der Offenbarung noch ein bisschen mehr hören. So I won't get too far into that. Ich will also jetzt auch nicht zu weit hineingehen in dieses Thema. But anyways, that particular view is only really connected to one or two of these beliefs, views of the end times. Und diese Vorstellung, dass es so eine Entrückung gibt, die passt auch nur zu einigen wenigen Meinungen zu der Endzeit. And I think there are obviously some more of the more dramatic beliefs, so obviously they get the books, the movies, etc., etc. Es ist aber eine dramatische Vorstellung, was dadurch die Publizität erfährt in Büchern und Filmen und so weiter. So it seems to be the most common belief, but it doesn't necessarily mean it's the only belief or the right belief. Und deshalb scheint es so, dass die Meinung ist, die am weitesten verbreitet ist, aber das bedeutet nicht, dass es die einzige ist, die so existiert. But again, most of Christian church history thought this rapture of it being the actual second coming. Ein Großteil der Kirchengeschichte wurde diese Entrückung aber eigentlich nur als Jesu Wiederkehr angesehen. Okay, so there's that. But Paul's point in all of this in this text is when Jesus returns, the living and the dead will be joined with Jesus. Worum es Paulus geht in dem Ganzen ist, wenn Jesus zurückkommt, dann werden die Lebenden und die Toten bei Jesus sein. Those who have died have not missed anything. There is hope in death. Und es war wichtig zu sagen, die gestorben sind, die haben nichts verpasst, sondern es gibt Hoffnung nach dem Tod. Which is obviously a direct contrast to the Greek view of death that I showed you. Und es ist ein direkter Kontrast zu der griechischen Sichtweise auf den Tod, die ich euch vorhin gezeigt habe. So really what Paul's trying to convey is, be comforted, there's nothing to worry about, you all end up with Jesus. Was Paulus also sagen möchte, seid getröstet, ihr müsst euch keine Sorgen machen, sondern ihr werdet alle mit Jesus sein. So, well, I don't know if this question belongs so much to the topic, but I was just like thinking about when Jesus told the thief that he was in his left, in his right, I don't know, one of them, like today I certainly told you that you will be today will be in the paradise. So Jesus has a paradise, or? Yeah, it's a very good, interesting question. I don't think I fully have an answer for that. Das ist ja eine Frage, ich bin nicht sicher, ob ich eine Antwort darauf How habe. far do I want to go into this? Because again, the ancient beliefs, even the Jewish belief, is they often refer to death as sleep. Der damalige Glaube auch unter den Juden war oftmals, dass der Tod wie ein Schlaf ist.
And then the idea is that, yeah, there would be a resurrection and you'd be waking up from the